Hallihallo meine Lieben! Wie war eure Reaktion, als Bibi und Julian gesagt haben, dass sie sich voneinander getrennt haben? Wart ihr Team? Oh, okay, krass. Oder eher Statement bitte, 13 Jahre jeden Schrott posten und jetzt alle im Ungewissen lassen. Sehr trauriger Move. Bibi, früher hast du meine Kindheit geformt und jetzt hast du sie zerstört. Kein Wunder, dass die Gesellschaft immer kränker wird, wenn man sich so jemanden als Vorbild nimmt. Bibi, du machst deine Fans krank. Weißt du das? Du bist prominent, ein Vorbild für viele. Das war kein Fehler, sondern eine Entscheidung, die Folgen hat. Für alle. Schäm dich, so zu tun, als sei nichts. Mein Leben hat keinen Sinn mehr. Sehr gut. Oder eher, was ist los? Spätestens jetzt wisst ihr es, das erfolgreichste YouTube-Traumpaar Bianca und Julian Klaassen haben sich getrennt und seitdem für extrem viele Emotionen gesorgt. Und wenn in der Zwischenzeit rauskommen sollte, dass diese Trennung nur ein Prank war, was ich zu diesem Zeitpunkt, wo wir dieses Video drehen, noch nicht ausschließen kann, dann ist es trotzdem wahnsinnig spannend, sich mal diese Reaktionen genauer anzuschauen. Nehmt dann dieses Video einfach stellvertretend für alle anderen großen Trennungen, die in Zukunft noch so auf uns zukommen werden. Aktuell ist TikTok voll von Theorien dazu, was wirklich der Grund für die Trennung ist. Es werden fast schon Paparazzi-mäßig Bilder und Videos von ihnen verbreitet, detektivmäßig Hinweise untersucht, Statements gefordert und die Gerüchteküche brodelt. Eigentlich hätte ich Bio lernen müssen, aber ich habe mich die ganze Zeit jetzt damit beschäftigt. Wir finden es ziemlich krass, was für Ausmaße das Ganze angenommen hat und wollten herausfinden, wieso diese öffentliche Trennung so viele Menschen so nahe geht und verstehen, wieso das so ist und was das über uns und unsere Beziehung zu Influencern eigentlich aussagen kann. Dass öffentliche Trennungen zu so einem emotionalen Aufschrei von vielen Fans führen, ist übrigens nichts Neues. Eine der wohl bekanntesten Trennungen der popkulturellen Geschichte, auch wenn es keine Beziehungstrennung war die Bandauflösung der Beatles im Jahr 1970. Ich meine, sie waren die erste Boyband und sind bis heute die kommerziell erfolgreichste Band der Musikgeschichte. Anhand von diesen Fotos sieht man vielleicht, was für eine krasse Hysterie sie bei ihren Fans regelmäßig bei Konzerten ausgelöst haben. Für viele ist damals nach dieser Trennung eine Welt zusammengebrochen und sie wollten es teilweise gar nicht wirklich glauben und haben noch sehr lange an eine Reunion gehofft. Do you think the Beatles are finished? No, I don't. Merkt euch mal diese Reaktion, denn die werden wir später nochmal sehen. Ich kenne das aber auch von mir, als sich die Band Destiny's Child 2006 getrennt hat. Leute, das war für mich ein absoluter Heartbreak-Moment. Ich meine, ich war zwar noch ein Kind, aber ich war auf jeden Fall sauer, dass ich nicht mehr so Banger-Songs wie Survivor hören konnte. Ich habe das auch ein bisschen persönlich genommen. Saui? Ich war nicht sauer, ich war ein bisschen saui. Schreibt mir gerne mal, ob es irgendeine Trennung gab, die euch genauso mitgenommen hat. Die sehr öffentliche Trennung von Justin Timberlake und Britney Spears haben wir ja auch schon in einem Video thematisiert. Und gerade hier auf YouTube gab es mehr als genug öffentliche Beziehungen, die dann zu öffentlichen Trennungen geführt und jedes Mal für sehr viele Reaktionen gesorgt haben. Das Trennungsvideo ist eigentlich fast schon zu einem eigenen Genre geworden. Nur leider gibt es das in diesem Fall noch, zumindest nicht. Und das ist vielleicht auch ein Teil des Problems. Und um zu verstehen, wieso ausgerechnet diese Trennung so viele Leute aufgebracht hat, müssen wir uns mal ganz kurz in die Welt von Bibis Beauty Palace begeben. Dafür sollten wir uns die Entwicklung des Kanals von Bibis Beauty Palace genauer anschauen. Und ich spreche zwar speziell über ihren Kanal, aber sie soll hier stellvertretend für viele andere Kanäle, Influencer oder Paare stehen, die ähnliche Videos machen. Wichtig bei ihrer ganzen Geschichte ist, dass Bibi und Julian schon echt lange zusammen sind. Sie kennen sich seit der Schulzeit, sind seit 2009 ein Paar, haben 2018 geheiratet und 2 Kinder bekommen. Theoretisch könnte man jetzt sagen, was juckt mich ihr Privatleben jetzt? Aber ihr Privatleben und ihre Familie ist viele Jahre lang der zentrale und erfolgreichste Inhalt ihres Kanals gewesen, neben den Challenges und den Pranks. Ihr Video zur Haustour war 2020 Platz 3 der Top-Trending-Videos in Deutschland und hat aktuell über 7 Millionen Views. Die meisten Meilensteine und intimsten Momente haben wir hautnah auf ihrem Kanal miterlebt. Vor allem die Beziehung zu Julian spielt hier die größte Rolle, der quasi seit diesem Video vom Jahr 2013 immer wieder auf dem Kanal zu sehen war. Hier ist mein Freund, der Julian. Hallo. Das heißt, seit 9 Jahren gibt es Boyfriend-Tags. Wir sehen, wie sie gemeinsam Spaß haben, zusammen Traumurlaube erleben, füreinander da sind, wenn es dem anderen nicht gut geht. Ich meine, hier ist zum Beispiel mal der Gecko abgehauen. Da mussten sie auch zusammen durch. Keine Sorge, sie haben ihn wiedergefunden. Oh mein Gott. Ich meine, wir waren sogar mit ihr im Aufwachraum nach ihrer Schönheits-OP. Julian natürlich auch an ihrer Seite. Und wenn wir sie streiten gesehen haben... Jetzt gehen wir nicht auf den Sack und jeden anderen Raum ist gerade übertrieben, aber... Dann immer nur im Rahmen von Pranks. Hast du gedacht, ich wäre echt so sauer oder was? Guten Tag, das ist mein Gegenprank, du Die ganze Zeit gefilmt oder was?
Ob und was davon zu weit ging, das wissen wahrscheinlich nur die beiden. Aber auf dem Kanal konnte man auf jeden Fall beobachten, wie sie zusammen gewachsen sind und sich ein Leben mit Kindern aufgebaut haben. Und sogar bei ihren Kindern waren wir dabei, als sie die ersten Schritte gemacht haben und immer älter wurden. Und ganz nebenbei haben sie ein eigenes Imperium aufgebaut, haben uns mitgenommen, als sie zum Beispiel nicht nur ihr Haus, sondern auch ihr Ferienhaus oder ihre Wohnung gekauft haben und ihr Lebensstil immer luxuriöser wurde. Viele Fans hatten das Gefühl, dass sie über ihr gesamtes Leben und vor allem über ihre Beziehung eigentlich alles wissen, was man so wissen kann. Sie waren ja dabei. Mit dem Highschool-Sweetheart so lange zusammen sein und eine Familie zu gründen und zusammen was aufbauen und reich und augenscheinlich glücklich werden. Ich meine, wo gibt's sowas heutzutage noch? Und diese perfekte Blase ist jetzt offensichtlich für viele mit dieser Trennung geplatzt, wie man an den Kommentaren unter ihren alten Videos sehen kann. Ich sehe das jetzt und heule. Manchmal frage ich mich einfach, wie eine so perfekt aussehende Liebe so plötzlich zu Ende gehen kann. Es bricht mir das Herz. Ich kann es echt nicht glauben, dass die beiden sich getrennt haben. Sie waren irgendwie immer ein Vorbild für meine Beziehung. Man dachte immer, sie gehören zusammen. Die beiden waren einfach das perfekte Paar Deutschlands. Und die Kommentare, die sich vor allem bei ihr unter ihrem Instagram-Post sammeln, sind wirklich heftig. Fast ausnahmslos fordern die Leute ein Statement, ärgern sich, weil sie so weitermacht wie bisher, sagen, dass sie nicht mehr wiedererkennen, sie jetzt mit anderen Augen sehen und manche beleidigen sie nebenbei auch noch, weil sie sich im Bikini zeigt oder sprechen sie jetzt auf ihre Schönheits-OPs an, weil sie den Hashtag #NoFilterNeeded verwendet hat. Ich habe einen Artikel dazu gefunden, in dem die Enttäuschung der Fans ihr gegenüber so erklärt wird. Es ist nämlich sie, die einen neuen haben soll. Nun zeigen Bibi und Julian, dass sie doch nicht die perfekte Beziehung führen. Eine Beziehung, die niemanden bedroht, weil es darin keinen Streit, keine Seitensprünge, keine Erschöpfung, keine Langeweile gibt. Nun sind sie doch wie alle anderen und man verliert den Glauben an die Liebe. Wenn sie es nicht schaffen, wer dann? Aber wieso geht es uns so nahe, wenn sich andere Menschen trennen? Ich meine, das sind für uns fremde Leute. Es geht uns ja im Prinzip nichts an. Aber dafür gibt es tatsächlich eine sehr gute Erklärung. Deine Lieblingsinfluencerin oder der Sportler, den du gerne auf Social Media folgst, der Künstler oder die Musikerin, die du seit Jahren hörst, egal wer, derjenige postet ein neues Foto und erzählt in der Story vom letzten Urlaub. Und dir kommt es schon fast so vor, als würde ein guter Freund oder eine gute Freundin mit dir sprechen. Kennen wir wahrscheinlich alle. Also ich kenne das zumindest. Ich schaue mir oft meine Lieblings-YouTube-Kanäle und Vlogs abends an. Zum Beispiel, wie sich irgendwelche Leute in Amerika irgendwelche komischen Smoothie-Bowls machen. Wünschte, es wäre nicht so, aber es ist leider wahr. Und dieses Gefühl kommt durch die kontinuierliche Aktivität zwischen beiden zustande. Die Person postet etwas und wir schauen es an. Und irgendwann hat man das Gefühl, über das komplette Leben der Person Bescheid zu wissen. Aber im echten Leben hat man noch nie ein Wort miteinander gewechselt. Der große Unterschied zwischen Promis, die bekannt sind, zum Beispiel aus der Sport- oder Schauspielbranche, und Influencern ist natürlich die Nähe. Es ist nicht außergewöhnlich, dass die Influencer auf Instagram oder TikTok mit den Followern über persönliche und intime Themen reden, wie den Tod eines Familienmitglieds oder eigene mentale Probleme zum Beispiel. Wenn sich Influencer gegenüber ihrer Community öffnen, ob das jetzt private Einblicke in den Urlaub sind, das Vloggen der Geburt der eigenen Kinder oder eben einfach nur Real Talk über Gefühle und Gedanken in die Kamera gesprochen werden, dann kann das von den Followern als angebotene Freundschaft interpretiert werden. Einfach, weil man Teil deren Lebens sein darf und auch in Livestreams, bei Umfragen, in Stories, in den Kommentaren und DMs seine Ratschläge und Meinungen mitteilen kann. Und vielleicht genauso viel über sie erfährt wie von echten Freunden. Das Ganze nennt sich parasoziale Beziehung oder auch einseitig geführte Freundschaft. So nach dem Motto: Ich denke, ich weiß alles über dich, aber du weißt nicht mal, dass es mich gibt. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass du mich wahrscheinlich gut kennst. Wenn man mal so drüber nachdenkt, schon auch ein bisschen absurd irgendwie, oder? Das ist aber übrigens kein Phänomen, was man erst seit Social Media beobachten kann. Parasoziale Beziehungen wurden bereits im Jahr 1956 von Donald Horton und Richard Wohl geprägt. Sie haben versucht zu beschreiben, warum Konsumenten von Massenmedien wie Fernsehen oder Radio sich verhalten, als ob sie in einer sozialen Beziehung zu einer Medienfigur stehen würden. Manche sagen sogar, dass sich das schon mit der Verbreitung von Büchern zeigte, weil man sich so krass mit den Gedanken eines Autors oder einer Autorin auseinandersetzt. Aber mit den Massenmedien zeigte es sich Mitte der 50er Jahre. Talkshow-Formate im Fernsehen wurden zum Beispiel von Anfang an so konzipiert, dass die Zuschauenden sich als Teil der Sendung fühlten. Zum Beispiel dadurch, dass die Kamera so realistisch wie möglich zwischen den Leuten im Studio stand, dass die Leute, die zugeschaut haben, von zu Hause aus das Gefühl bekommen, selbst mit im Raum zu sitzen. Das wurde dann 2004 durch eine weitere Studie bestätigt. Nehmen wir mal eine random Serie als Beispiel. Ihr habt im Verlauf der Serie irgendwann einen Lieblingscharakter, der fast zu einem besten Freund oder einer Freundin geworden ist, so gefühlsmäßig. Und wenn es dann zur letzten Staffel der Serie kommt, ist es nicht selten, dass Zuschauende traurig darüber sind und eine Art Leere fühlen. Einfach, weil es sich anfühlt, als wäre die Freundschaft jetzt beendet. Und im Prinzip sehen wir genau das gerade bei Bibi und Julian. Die Community der beiden konnte sich auf
auf regelmäßige Updates verlassen. Sie wussten, jede Woche gibt es ein neues Video mit den intimen Einblicken in den Alltag und die Trennung der beiden hat bei vielen zu einem Abbruch der parasozialen Beziehung geführt. Und tatsächlich, auch hier spüren wir eine Art Trennungsschmerz. Die lange Identifikation und auch die Verbundenheit zu den beiden wurde irgendwie zerstört. Durch die hohe Interaktion verschwimmen die Grenzen zwischen Follower und Influencer und dem Gefühl der direkten Ansprache und dem Sprechen zu einer breiten Masse. Die Person des öffentlichen Lebens kann nicht auf alle Nachrichten antworten, vor allem nicht, wenn man so viele Millionen Fans hat. Und Fans kennen ihre Idole eigentlich gar nicht wirklich. Das heißt, was für den Influencer parasozial bleibt, kann von den Followern als eine innige Freundschaft verstanden werden. Sie denken dann, dass sie hier einem echten Freund oder einer echten Freundin zusehen und erwarten dementsprechend auch eine Erklärung, ein Statement oder Gründe, die sie nachvollziehen lassen können, wenn sich so ein öffentliches Paar zum Beispiel trennt. Das Bild, was man vorher von Bibi und Julian hatte, widerspricht eben dem, was jetzt passiert. Und diese Erschütterung des Bildes von einer Person kann für die, die eine intensive parasoziale Beziehung zu ihnen aufgebaut haben, nur schwer verkraftbar sein. Das kann sich sogar wie eine Art Verrat anfühlen. Und dann kann es auch schon mal dazu kommen, dass jemand gecancelt wird. Was das genau bedeutet oder was daran problematisch ist, darüber haben wir auch schon in einem anderen Video gesprochen. Forschende haben herausgefunden, dass Menschen auf den Verlust einer parasozialen Beziehung auf ähnliche Art und Weise reagieren wie auf den Verlust einer normalen Beziehung. Und nach den Reaktionen der Fans bei Bibi und Julian glaube ich das wirklich sehr. Also man kann festhalten, umso krasser die Interaktion zwischen Bibi und Julian und deren Community wurde, umso stärker wurde auch die parasoziale Beziehung ihrer Community. Das Ganze ist dann nochmal richtig gepusht worden durch die Pandemie, denn das Bedürfnis nach sozialer Interaktion wurde zu einem großen Teil auch durch den Austausch über Social Media gestellt. Und ja, auch ich sehe mich in diesen parasozialen Beziehungen. Bei mir fängt es dann zum Beispiel an, wenn ich einen Podcast regelmäßig höre, um abzuschalten, die Stimmen auch einfach schon irgendwie kenne und die vertraut sind und ich gerne mit ihnen Zeit verbringe. Oder wenn ich stundenlang die neuen Beiträge der Menschen, denen ich folge, in meinem Feed anschaue. Ich meine, viele von denen kenne ich persönlich auch nicht. Andere Gründe für parasoziale Beziehungen können aber auch Depressionen, Ängste, Traumata, mangelnde Sicherheit zu Hause oder negative Erfahrungen mit Beziehungen zu anderen Menschen sein. Aber auch die Zeit und Intensität, mit der wir uns mit einem Influencer beschäftigen, spielt eine große Rolle und auch die körperliche oder emotionale Anziehung zu einer Person. Und diese freundschaftliche Beziehung hat auch gewisse Vorteile für die, die mit Social Media ihr Geld verdienen. Denn durch das Vertrauensverhältnis zur Community entsteht das Gefühl, dass hier Freunde Freunden etwas empfehlen. So wird vor allem die Kaufbereitschaft größer. Also ich meine, ich kenne denjenigen doch so gut, die Person würde mir niemals etwas empfehlen, was nicht wirklich gut ist. Oder? Und vor allem heißt es, je authentischer, desto besser. Wenn gezeigt wird, wie sich jemand verhaspelt oder tollpatschig ist, stärkt es oft umso mehr das Bild von einer normalen, nicht perfekten Person, die genauso zu sein scheint wie du und ich. Und so werden Influencer in den Augen der Follower perfekter, weil sie es nicht sind. Und das Gefühl einer echten, realen Freundschaft entsteht. Und diese Vertrauensbasis ist sehr sensibel. Damit sollte man nicht spielen. Dieses Verhältnis kann auch schon mal in ein Extrem abdriften und ich sag mal sehr intensiv werden. Und ja, auch bei Bibi und Julian gab es schon einige Extreme. Zum Beispiel Videos, in denen ihre Community das Gefühl bekommen durfte, bestimmen zu können, was die beiden machen sollen. Also ihr kennt wahrscheinlich diese Fans kontrollieren mein Leben für 24-Stunden-Challenges auf YouTube und bei Bibi und Julian sah das dann zum Beispiel so aus. Wie intensiv dieser Kontakt zu den Fans, speziell zu Bibis Fans, wirklich wurde, sieht man dann zum Beispiel auch an den Treffen, die im realen Leben stattgefunden haben. Bei einigen ihrer Fantreffen wurde zum Beispiel von Hysterie gesprochen, Mädchen mussten wegen Atemproblemen und Quetschungen behandelt werden und die Polizei musste die Veranstaltungen beenden. Aber auch für sie kann das Ganze zu ziemlich starken Einschränkungen im Alltag führen. Beide wollten schon vorher nicht ohne Securities auf öffentliche Veranstaltungen, jedenfalls dann, wenn ihre Kinder dabei waren. Und auch jetzt nach der Trennung werden sie natürlich überall fotografiert und gefilmt, sobald sie gesichtet werden. Und was für den einen nur eine krasse Neugier ist, ist für den anderen vielleicht eine Besessenheit nach den beiden und deren Leben. Und diese Besessenheit kann in der virtuellen Welt sehr schnell gestillt werden und es wird ja auch von den Plattformen gepusht, also auf Instagram und auch hier auf YouTube kann man die Glocke aktivieren, die Push-Benachrichtigungen einschalten, damit man ja keine Beiträge mehr verpasst. Aber Fakt ist, in der Realität sollte da halt irgendwo eine Grenze sein. Zum Schluss sollten wir nochmal darauf eingehen, dass viele glauben, dass das Ganze ein riesengroßer Prank ist. Da sind die beiden nicht ganz unschuldig daran, denn in ihrer letzten gemeinsamen Podcast-Folge haben sie sogar kurz darüber gesprochen, wie sehr die Views bei einem Affärengerücht in die Höhe schießen würden. Ja, aber angenommen, du willst unbedingt Big Business machen und wenn du jetzt erzählst, boah, Mona und Julian haben eine Affäre, ey, dann kommt würde nicht man so dann, gut. würden meine Werte der Views aber sowas von in die Höhe schießen, wenn ich sowas erzählen würde. Ja, aber dann wäre
Das ist nicht so gut. Und wie gesagt, auch wir können es nicht komplett ausschließen. Aber Alter, wie heftig wäre das, wenn das ein Prank wäre? I don't know. Ich fände es ziemlich krass. Und auch irgendwie ein bisschen daneben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe auch das Gefühl, da wird vielleicht auch ein bisschen viel reininterpretiert. Es erinnert mich auch ein bisschen an die Reaktion von den Beatles-Fans vom Anfang, die einfach erstmal gar nicht wahrhaben wollten, dass sich die Band wirklich getrennt hat. No, I don't. Egal, was hier abgezogen wird, egal, was wir mitbekommen, ob real oder fake, es sind viele Grenzen in den letzten Wochen überschritten worden, die wir gar nicht mehr so richtig gesehen haben, weil viele das Gefühl hatten, dass wir sie so gut kennen, weil wir sie seit so vielen Jahren verfolgen. Und unabhängig davon, jede Person hat eine Privatsphäre verdient und sobald eine Person darum bittet, sollten wir sie respektieren. Und übrigens wollte ich damit jetzt nicht sagen, dass es schlecht ist, eine Verbindung zu Influencern aufzubauen. Es kann sogar sehr viele positive Aspekte haben. Für Follower sind parasoziale Beziehungen etwas, was der mentalen Gesundheit sogar sehr gut tun kann. Wir als Menschen wollen soziale Verbindungen eingehen. Eine Studie der State University of New York konnte sogar zeigen, dass Menschen mit geringem Selbstwertgefühl aus parasozialen Beziehungen Vorteile ziehen können, die sie in normalen Beziehungen nicht erhalten. Der Grund? Das Risiko, von einer Internetpersönlichkeit, die einem ja gar nicht kennt, abgelehnt zu werden, ist sehr viel geringer. Am wichtigsten ist laut Studien aber, dass parasoziale Bindungen keinen kompletten Ersatz für soziale Beziehungen bieten, sonst kann es zu einer sozialen Isolation kommen. In einer anderen Studie wiederum konnte kein Zusammenhang zwischen Einsamkeit, psychischen Erkrankungen und parasozialen Beziehungen festgestellt werden. Und natürlich, für Influencer haben so enge Beziehungen zur Community natürlich auch viele Vorteile. Die Abonnentenzahlen wachsen, der Zusammenhalt unter den Followern wird immer stärker und man verdient im besten Fall sein Geld damit. Auf der anderen Seite hat man als Person des öffentlichen Lebens oft den Druck, immer als authentisch und ehrlich wahrgenommen zu werden. Die Leute möchten private Dinge erfahren, man muss sich zu einem gewissen Grad öffnen und macht sich so vielleicht auch verletzlich. Und dann kann es eben auch passieren, dass wenn sich die Wahrnehmung oder Authentizität einer Person, aus welchem Grund auch immer, schlagartig verändert, dass das dann der gesamten Marke schaden kann. Aber ich finde, es ist absolut kein Wunder, dass man sich jetzt eine Erklärung für diese Trennung wünscht. Ich sage nicht, dass sie irgendwem eine Erklärung wirklich schuldig sind, weil auch Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, dürfen Grenzen ziehen, auch wenn es alle anderen sauer macht oder saui. Und vor allen Dingen sage ich nicht, dass ich die Art und Weise, wie darunter kommentiert oder wie damit umgegangen wird, okay finde. Im Gegenteil, es ist sogar ziemlich krass zu sehen, dass Bibi als die Böse wegkommt, während Julian sich für die aufmunternden Worte bedankt, die er kriegt. Weil die Leute spekulieren, Videos und Fotos sehen und annehmen, dass sie diejenige ist, die Schuld an der ganzen Geschichte hat. Aber solange das nicht von den beiden in irgendeiner Form kommuniziert wird, und das ist zum Zeitpunkt der Aufnahme von diesem Video der Fall, wissen wir es ganz einfach nicht. Und das ist für viele schwer zu akzeptieren. Aber ich finde es eben total verständlich, dass man sich als Fan eine Art Aufklärung des Endes dieser Geschichte wünscht, die man bis hierhin jahrelang mitverfolgt hat. Sowas braucht aber manchmal Zeit und das sollte man ihnen geben. Und eine Sache wurde jetzt vielen Leuten wieder bewusst, das waren doch alles nur Ausschnitte und zwar die, die sie zeigen wollten. Und auch wenn das alles sehr authentisch und nahbar gewirkt hat, das sind keine Amateure mehr, sondern absolute Medienprofis, die ziemlich genau wissen, was sie da tun. Und das sollten wir auch bei allen anderen scheinbar perfekten Menschen, Pärchen oder Traumwelten nicht vergessen. So, und jetzt würde mich mega interessieren, was ihr dazu sagt. Wie habt ihr den Umgang mit dieser oder irgendeiner anderen öffentlichen Trennung erlebt? Hättet ihr erwartet, dass man so ein krasses Verhältnis zu Influencern aufbauen kann? Dann schreibt es mir bitte jetzt in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, falls noch nicht geschehen. Hier kommt ihr übrigens zu Videos, wo wir über 2 andere öffentliche Trennungen sprechen und ich hoffe sehr, dass ihr nächste Woche wieder mit am Start seid. Bye!